Ho, ho! Ich bin's, der Marcel. Willkommen zurück in der Farmi-Küche zu einem weiteren Rezept. Überall um uns herum sind unsere fleissigen Wichtel schon dran, eure frischen Bestellungen abzupacken. Also lasst euch nicht von irgendwelchen Hintergrundgeräuschen ablenken. Heute werden wir euch und uns in Festtagsstimmung versetzen. Und mit einem köstlichen, süßen Rezept, das perfekt zur Weihnachtszeit passt. Brotöpfel mit Haselnüsse, Rosinen und Honig. Alle Zutaten und Informationen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Das Rezept schreit gerade so nach Weihnachten, nicht wahr? Wir haben noch nicht mal angefangen zu kochen und schon schmecken wir die Weihnachtszeit förmlich. Schon seit Jahren schmeckt es ab November überall um uns herum nach Nüsse, Zimt, Tannengrün und warmen Äpfeln, so dass unser Hirn jetzt automatisch jeden von diesen Gerüchen mit Weihnachten verbindet. Aber wisst ihr, woher die Assoziation eigentlich kommt ursprünglich? Im Mittelalter ist Zimt zuerst als Konservierungsmittel benutzt worden, so dass es wichtig ist, dass es bei allen grossen Festen, von denen Weihnachten sicherlich eines der grössten vom Jahr war, reichlich vorhanden war. In unserem heutigen Rezept ist allerdings gar kein Zimt, aber viele andere Zutaten, die wir auch alle mit Weihnachten assoziieren. Es steht euch natürlich frei, Prise Zimt nach eigenem Geschmack dazu zu tun, sodass das Rezept noch festlicher wird. Jetzt wollen wir uns aber zuerst noch 3 wichtige Zutaten, die wir alle mit Weihnachten verbinden, genauer anschauen. Die Erfindung vom Marzipan wird in der Regel Lübeck in Deutschland zugeschrieben. Die Legende besagt, während einer Hungersnot im 15. Jahrhundert, wo das Mehl für die Brotherstellung knapp geworden ist, hat der Senat von Lübeck die Bäcker beauftragt, einen Ersatz zu schaffen. Aus Eier, Zucker und Mandelvorräten haben die cleveren Bäcker Marzipan hergestellt. Andere Städte wie Venedig, Florenz und Königsberg behaupten aber ebenfalls, Marzipan erfunden zu haben und erzählen ähnliche Geschichten. So ist es schwierig, den tatsächlichen Ursprung vom Marzipan zu bestimmen. Heutzutage sind die Grundzutaten für hochwertigen Marzipanteig 2 Teile Mandeln und etwa 1 Teil Zucker. Aber schmecken tut Marzipan halt einfach mega fein. Rosinen in Rum sind eine jamaikanische Delikatesse. Und sie sind genau das, nach was sie tönen. Rosinen oder auch Weinbeere, wo mindestens eine Stunde lang in Rum eingeweicht werden. Oder aber so lange, wie ihr es wünscht. In der jamaikanischen Küche werden sie zu backenem Schinken oder Schweinebrote, zum morgendlichen Brei oder zu Kaffee und Kuchen serviert. Eine einzelne Rosine allein macht noch nicht betrunken, aber ein paar von ihnen sorgen für den Geschmack von Karamell, geröstetem Zucker oder Melasse. Rosinen und Marzipan sind ein nettes Snack allein, aber für unser Rezept brauchen wir noch ein paar Nüsse. Wie andere Nüsse auch sind Haselnüsse reich an Nährstoffen und haben einen hohen Gehalt an Eiweiß, Fett, Vitamin und Mineralien. Haselnüsse enthalten auch Vitamin B6, Folsäure, Phosphor, Kalium und Zink. Sie sind eine reichhaltige Quelle für einfach und mehrfach ungesättigte Fett und enthalten einen hohen Teil an Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren, wie zum Beispiel Ölsäure. Gemahlene Haselnüsse eignen sich hervorragend für Gebäck, Kuchen, Gutzi und Omelette. Können aber auch in herzhaften Rezepten verwendet werden, zum Beispiel als Ersatz für Paniermehl in Fleischbälleli oder als Belag für Poulet und Fisch. Um eurer Backware eine wunderbare Textur und einen reichen, buttrigen Geschmack zu verleihen, könnt ihr 30% vom Mehl durch Haselnussmehl ersetzen. Natürlich ist der beste Teil von jedem Weihnachtsrezept, oder vielleicht der zweitbeste nach dem Essen, der Duft, der das Haus erfüllt, wenn etwas Feines backen wird. Und genau für das wird heute unsere V-Zug Kombidämpfer sorgen. WeKitchen macht es dir noch leichter, deine Gäste zu begeistern. Die App begleitet dich mit unseren Food Experts durch den Küchenalltag. Schweizer Foodbloggerinnen, Spitzenköche und Gastroprofis teilen mit dir ihr Wissen. Wochenplanung leicht gemacht. Finde in der WeKitchen App viel Inspiration für den Küchenalltag und bestelle die Rezeptzutaten direkt bei Farmi. Also, dann fangen wir jetzt an. Wir brauchen dafür Äpfel, Brotbrösmeli, Honig, Most und Weisswein, Anke, gemahlene Haselnüsse, ein bisschen Zitronenschale, Rosinen, nach Belieben in Rum eingelegt und Marzipan. Zuerst die Äpfel waschen,
Und dann schneiden wir den Deckel ab, die ins Kerngehäuse entfernen und höhlen sie aus. Das Fruchtfleisch fein hacken und mit allen restlichen Zutaten für die Füllung mischen. Dann die Äpfel mit der feinen Füllung füllen, gern ein bisschen stopfen. Deckel mit der Schnittfläche nach oben neben den Äpfeln in die Form geben und Most in die Form gießen. Das Ganze garnieren wir dann noch mit ein paar Butterflocken. Jetzt bei 230 Grad für 20 Minuten rein. Mit ein bisschen Vanillesauce oder Glacé ist das wunderbar. Bei uns gibt es noch dazu ein Weisswein von Zweifel aus Zürich. Und mit dem wünsche ich euch einen guten, genießt und schöne Weihnachten.